könnte mir nicht vorstellen, wie es hier idyllischer sein könnte. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Erste Tour nach Malchow. 53 Kilometer stehen auf dem Programm. Die Chefin programmiert noch ihr Fahrrad, damit das vollautomatisch fährt. Und dann schauen wir mal weiter. Noch habe ich die Dame des Hauses direkt hinter mir. Mal gucken, wann ich sie abhängen kann. Vorne an der Ampel verlassen wir jetzt die Hauptstraße, biegen rechts ab und hoffentlich wird es da dann endlich ein bisschen ruhiger. Und schon wird es schöner. Beschauliche Einfamilienhäuser und wir sind hier quasi das Lauteste, was hier rumfährt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schöne, beschauliche Waldstücke und wir mittendrin. Gerade haben wir das kleine Örtchen Jabel passiert und sind jetzt weiter auf dem Weg irgendwie einmal um den Jabeler See rum. Michi habe ich immer noch nicht abgehängt, die ist immer noch dabei. Und hier führt der Weg zwar wieder entlang der Straße, aber immerhin, es ist ein schöner, gut asphaltierter Radweg. Jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht. Beziehungsweise das Routing hat einen kleinen Fehler gemacht. Wir fahren jetzt hier auf der Landstraße und quasi 50 Meter neben uns, parallel im Wald, da führt auch eine huckelige Piste lang, die wir letztes Jahr gefahren oder vor 2 Jahren gefahren sind, gegen die ich mich diesmal entschieden habe. Man kann das hier auch schön auf unserem Navi sehen. Wir fahren auf der gelben gestrichelten Linie und links daneben so ein kleiner, dünner Waldweg. Da könnte man theoretisch auch fahren. Aber so richtig super zu fahren ist die Ecke nicht. Deswegen, hier ist nicht allzu viel los, also kann man auch trotzdem ganz entspannt auf der Landstraße fahren. Und die ist relativ gut asphaltiert. Jetzt sind wir doch gewechselt. Nicht so viel Verkehr und auch definitiv die schönere Strecke. Und da kommt sie! Yeah. Und vorbeigezogen. Wieder rechts. Mann, 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 ey.
jedes Mal. Raudis! In wenigen Sekunden erreichen wir Malchow. Und einmal mehr denke ich, wie schön wäre so eine Stadt, wenn hier nicht direkt die Autos langfahren dürften. Eine Pause standesgemäß mit Fischbrötchen. So, durch die Brückensperrung hat sich hier jetzt einiges angesammelt. Und jetzt geht's los. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es hier idyllischer sein könnte. So schön es in Malchow auch gerade mit dieser Brücke war, aber dieses Verkehrschaos danach, unglaublich. Also für Radfahrer ist das wirklich nicht gedacht. Erstmal Kopfsteinpflaster, okay, ich kann verstehen, wenn es Denkmalschutz ist, meinetwegen. Aber dass man dann dicht gedrängt durch diese Gassen fahren muss, gehen muss, schieben muss, weil man nicht fahren kann, weil die Straße so eng ist und weil es keine alternative Route für Radfahrer gibt. Trauriges Bild. So, jetzt mussten wir in Malchow noch ein bisschen unsere Route umplanen, denn die Strecke, die wir fahren wollten, ist momentan wegen Bauarbeiten gesperrt. Aber auch das funktioniert ganz entspannt mit dem Radcomputer, der vollautomatisch innerhalb von Sekunden eine neue alternative Route berechnet und die dann auch sehr schön anzeigt. Ich zeige das mal. Man kann es vielleicht erkennen, dass es jetzt blau ist und nicht mehr schwarz. Und er führt mich jetzt wieder auf dem möglichst schnellsten Wege zurück auf meine Route. Aber ich muss sagen, die Gegend hier ist auch schön. Ich will mich nicht beschweren. Und da hat sie mich schon wieder überholt. Das kleine, blonde, freche Biest. Ah ja, die will sich die Hochzeit noch verspielen, glaube ich. Schauen wir mal. Buongiorno, Signora. Man kann schon irgendwie sagen, dass das hier eine ordentliche Radfahrerregion ist. Es macht auch wirklich viel Spaß, hier rumzufahren. Aber wie gesagt, da hinten die Nummer mit der Brücke. An der Brücke warten ist nicht schlimm, aber diese kleine Stadtgasse da brauche ich nicht nochmal. Dann lieber hier schön Sonnenblumenfelder, auch wenn sie schon ziemlich verwelkt sind. Ich weiß so ungefähr, wo wir sind. Wir waren hier schon mal vor 3 Jahren
Und hier kommt irgendwo eine sogenannte Panzerstraße. Ich weiß nicht, ob die deswegen so hieß, weil die so super ausgebaut war und man die so super duper fahren kann. Aber ich befürchte, die Michi sagt, ihr tut der Po langsam weh. Ich glaube, das wird heute nicht gut enden. Noch sieht die Straße gut aus. Noch. Ich bin gespannt. Ich weiß es wirklich nicht mehr, ob das hier super zu fahren war oder ob es die Hölle war. Ich befürchte Letzteres, freue mich aber, wenn es das Erstere ist. Und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich dann freut. Ich habe sie gefunden, die Panzerstraße. Und sie ist gar nicht mal so scheiße. Also, Erinnerung war richtig, Panzerstraße ist Panzerstraße. Ist aber eigentlich ganz gut zu fahren, auch wenn es so einzelne Platten sind. Aber auf alle Fälle sind die Huckel zwischen den einzelnen Plattenelementen nicht wirklich doll. Ginge besser, ein bisschen huckelig ist es schon, aber es lässt sich durchaus doch ganz entspannt fahren. Ich muss feststellen, es gibt auch hässliche Architektenhäuser. Jetzt habe ich hier doch noch einen Radweg gefunden, der so richtig nicht so toll ist. Direkt an der vielbefahrenen Straße, nur so ganz klein und Kiesland. Also ginge schöner, müsste man vielleicht ein bisschen umplanen die Strecke, aber ich glaube, so weit ist das nicht, ein paar hundert Meter und dann ist es wahrscheinlich wieder guter Radweg. So, auf der Straßenseite hier ist zwar wieder Asphalt, aber es ist auch neben einer vielbefahrenen Straße. Macht auch nicht wirklich viel Spaß, aber immerhin ist die Beschaffenheit des Radweges ganz okay. Und was war der schönste Moment? Fischbrötchen? Ja. Ah, okay, Fischbrötchen. So, wir sind wieder angekommen in unserem Domizil, hier mitten am Marktplatz von Waren an der Müritz. Die erste Tour ging insgesamt 54 Kilometer nach Malchow. War eigentlich großteils gut zu fahren. Also sehr selten, dass wir wirklich mal Huckelpiste hatten. Gut natürlich hier in der Altstadt von Waren. Da ist natürlich sehr viel Kopfsteinpflaster, aber sobald man raus ist, in der Nähe von Waren hat es dann noch so ein bisschen genervt, dass so viel Verkehr war. Also der Radweg war zwar super zu fahren, aber halt an einer sehr befahrenen Straße. Aber ansonsten war das schon mal eine sehr schöne Tour, die Lust auf mehr macht.